Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Nasküche. Es ist manchmal verrückt. Die einfachsten Dinge schmecken am besten. Für mich zählt gebratener Reis eindeutig dazu. Heute machen wir das unter diesem Motto: Hau alles in die Pfanne rein, was euch gefällt. Na, dann los! Heute viele Übungen für die Schneidetechnik. Wir fangen mit der Lauchzwiebel an. Zuerst die weißen Stiele abschneiden und weiter in dünne Scheiben schneiden. Dann die grünen Blätter ebenso schneiden. Möhren zuerst in 3 mm dicke Scheiben schneiden. Dann in Streifen schneiden. Letztendlich in feine Würfel schneiden. Die Shiitake-Pilze auch in feine Würfel schneiden. Schinkenwurst. Jetzt bist du dran. Zwei Esslöffel Mais kurz mit Wasser abspülen. Zwei Eier aufschlagen. Gut verquälen. Erbsen stehen schon in der Warteschlange. Gekocht Reis vom Vortag darf nicht fehlen. Alle bereit? Say cheese! Bevor wir alles in die Pfanne hauen, machen wir vorab Rührei fertig. Ein Schuss Öl in die heiße Pfanne. Die Eier zügig braten und wenden. So entsteht herrlich zartes Rührei. Wieder ein Schuss Öl in die heiße Pfanne. Die weißen Lauchzwiebelscheiben mit wenig 5 Gewürze pur zusammen anschwitzen. Möhren brauchen lange Garzeit. Die tun wir zuerst rein. Eine Weile gut braten. Dann dürfen die Shiitake-Pilze ihr köstliches Aroma in der Pfanne voll entfalten. Jetzt Bühne frei für die Hauptrolle Reis. Reisklumpen auflösen, den Reis auflocken. Immer wieder umrühren, wenden. Rührei auch dazu geben. Halb Teelöffel Salz. Gut rühren. Schinkenwurst, Mais und Erbsen dürfen jetzt auch mitfebern. Zum Schluss noch einen frischen Lauchduft. Tada! Schwuppdiwupp, das Essen ist fertig. Der Kühlschrank ist auch leer geräumt. Egal welches Gemüse, welches Fleisch, entdeckt euer Lieblingsrezept. Dann bis bald!